So good morning, Flying Fog. It's 7 o'clock in the morning and 6 degrees. Cloud cover is quite thick, but it's Thursday, first competition of the year. So let's hit the road. So today I'm heading to Liezen in the heart of Styria, right in the middle of Austria. This is the flight area. See the cloud cover, some sunny patches are coming through. Sun has come out and thermals are picking up quite a bit. So gonna be interesting conditions. At the moment no wind. Jetzt ist ja windstill und Sonne ist heraus. Ja, an und für sich so, gestern ist ja die Front durchgezogen, das heißt heute reißt es auf. Es wird wahrscheinlich eher zerrissene Thermik sein, weil jetzt die Luft noch relativ kalt ist. Sonneneinstrahlung ist vorhanden, bis sich das Ganze stabilisiert, bis die Luft wieder gleichmäßig warm wird und dann wird auch später der Wind aufkommen, weil aufgrund der Thermik-Einflüsse oder wenn die Thermik aufsteigt, saugt natürlich. Also du erwartest schon, dass es dann nachher windig wird und wahrscheinlich zum Aufballastieren? Höchstwahrscheinlich windiger. Ja, Gut, ich glaube, wir haben ein schönes Wetter. Bis jetzt kriegt die Prognosen schöner. Ich hoffe, das bleibt so. Platz Anfang bis Platz Ende liegt die Seil, ist verkürzt. Wir haben jetzt, glaube ich, knappe 90 Meter oder was. Seil und Gummi? Ja, insgesamt. So, okay. Gummi ist der gleiche, ja, richtig. Das Nadelschnitt ist ein bisschen kürzer geworden. Ich hoffe, dass der Flieger aushält, aber es wird schon gehen. So, zu den Sektoren. Flugverbotszone, unsere Zufahrtsstraße, die Schoderstraße. Hütte, Baum ist nichts. Die gerade durch bis zum Heistadel, was rechts ist. Gruppe 4, fertig! 5, 4, 3, 2, 1. The first round was characterized by small thermal pockets and no wind, so landing was quite easy. Most of the pilots did the 6 minutes, so a very relaxed round for the start. Noch 2 Minuten. Es geht schon. Aber einfach ist Schnee. Mittiger bevor den Platz. Ja, und dann so dran. Magst du nochmal neu starten? Nein. Okay. Oder was? Ja, heißt es, ja. 5 Minuten 57. Genau. Flieger kostet extra. Ja. 0,6. Ja. Da muss schon
Hier, setz dich einmal. Da wo die Schnauze noch reinschaut. Ja, du machst bis 1,40. 1,40, gell? Ja. Ist es euch gegangen? Ja, einfach war es nicht, aber und dann da vorne einmal Ja, ich sehe, ihr habt einen Heber gehabt, oder? da vorne hat er den nötigen Heber dann noch gehabt. Ja. So, du musst ja Punkte gleich gewesen sein. 811, 811. Was? In this second round, the wind was picking up, especially in the higher elevations. The thermal pockets were moving faster over the ground. Reaching the 6 minutes flight time was getting tougher, but the good pilots still managed to do so. Das macht den ersten Linkskreis. Ausseh dran. Ausseh dran. Ausseh dran. Ausseh nur, ausseh. Jetzt einer. Da bin ich weg. Da besetzen. Scheiße. 50. 45. 40. Gras auf Wasser. Ah, was macht er? Ah! Manski, wir machen jetzt eine Pause nach dem Durchgang. Bist du nochmal dran vor Mittagessen? Na, zum Glück nicht anstrengend. Echt? Das ist anstrengend. Ja, weil Ja, man. warum? Du stehst eh nur am Platz um dumm, oder? Nein, das ist es nicht. Man muss wirklich im Kopf denken, ob man das Risiko eingehen möchte, ob man wirklich noch einen Kreis ziehen möchte und eine Thermik findet. Okay. Oder landen und eine neue Stadt und vielleicht keine so gute Punktzahl wie vorher. Fangst du manchmal an zum Zittern? Ja. Der Wind wird mehr werden, es wird Ja. schwierig werden zum Fliegen jetzt Ja, am klar. Schluss. Aber es kann sich alles ändern. Ja. Es ist im 3. Durchgang, 4. Durchgang, du kannst vom 1. Platz auf den 20. zurückfahren, das geht Ja. sehr schnell. Jetzt werden wir ein bisschen aufbalancieren und dann schauen wir, was wird. Wie viel gibt's rein? Ich habe jetzt 50 Gramm drinnen. Ah, okay. Das ist Jetzt habe ich trotzdem noch 430 Gramm Opfergewicht. okay. Und 2000er eingefahren? Nein, nicht ganz. Momentan schon. Schauen wir mal, ich wie's bin weitergeht. neidisch. Schauen wir, Bin wie es neidisch, weitergeht. Ja. Passt. Wird windiger und bockiger oder Es bleibt wird sicher noch windiger. Durchs Auftrocknen vom Boden wird es noch bockiger werden. Hier ist ein zweiter Wiki-Pilot im Wettbewerb neben mir. Ja, der Baukasten, muss ich sagen, ist wirklich 1A Qualität. Das passt alles wirklich Ja. gut zusammen, muss ich sagen. Es sind ein paar Kleinigkeiten und ich muss sagen, Flugbild ist eigentlich sehr gut. Okay. Ich habe das Gewicht eine da gehabt am Donnerstag, wo ein Wind gegangen ist, Ja. bei zwischen 10 und 14 km/h. Ja. Er hat sich super gehalten oben. Der Die fliegt auch Steifigkeit vom wirklich- Flügel ist super. ist absolut super. Und er reagiert auch wirklich gut. Ja. Schau her. Ich fahre mit dem langen Höbel raus, habe hier einen Magneten drauf. Ah ja. Fahr so raus. Diese Beilagescheibe habe ich gewinkelt. Und wenn er runterfährt, kommt der Magnet. Jetzt kommt der Magnet zum Tragen. Schau. Zeit beginnt in 5, 4, 3, 1. After lunch, the wind was getting really strong. Starting heights were incredible, but fairly useless due to the lack of thermals. Correctly judging the time of the competitors, doing the restarts, and having luck with the landing were key to success. Da traut jetzt einer da um. Das schaut gar nicht so blöd aus. Ja, kommt auch schon wieder runter, oder? Hey, kommen wir 1,5 Minuten, gell? 1,5 Minuten, das ist jetzt einer Runde. Versammeln zum gemeinsamen Landen.
Was gibt's Neues? Ja, Wind gibt's viel, oder? Ziemlich viel Wind, ja. Was haben wir? 8 oder 9 Meter? 10 Meter. 10 Meter. Ja, oder da oben sicher, oder? Oder sogar 12. Also Durchschnitt, gell? Da haben wir eine Walze stehen. Ja. Das ist Das ist halt schnell. euch gegangen bis jetzt? Ja, mit 2 Minuten 36.000, das hat keiner mehr Ja, das kenne ich. Ja. 2 Minuten 36 geht's, gell? So, Blockeisen, nicht groß machen den Kreis. Was sagst du? Wen haben wir noch alles im Fly-Off? Nur diese Linchen. Selinchen, dann der 5, 4, 3, 2, 1. Armenzeit noch 3 Minuten. 5. So, dritter, Schnepfleitner Christian. Yeah! Zweiter bin ich selber. Gewinner, der Helm Harald. Ich bin Jugendkoordinator im österreichischen Aero-Club. Okay. Ich betreue also nur die Jugend. Wir arbeiten eigentlich international daran, dass wir eigene Jugendklasse bekommen. Und zwar ist zurzeit die Bestrebung, eine 1-Meter-Klasse einzuführen. Und das hat aber auch einen besonderen Grund, wie wir heute gesehen haben, die Klasse Race ist eigentlich die Klasse, die für die Jugend äußerst positiv geschaffen wurde, weil man mit relativ wenig finanziellen Aufwand ein gutes Modellflugzeug bekommt. Ja. Und der Einstieg über die 1-Meter-Klasse wäre dann der erste Schritt dorthin. Okay. Dort arbeiten wir dran. Also du siehst schon, dass F3L, also die Restklasse, große Bedeutung hat für die Jugend. Die F3L-Klasse ist meines Erachtens die Einsteigerklasse schlechthin für den Segelflug. Und vom Bauaufwand her nicht so kompliziert für die Jugend? Oder was hast du dafür Erfahrung? Notwendig wird in Zukunft die verstärkte Betreuung der Jugend sein. Und zwar in jedem Verein soll es einen Beauftragten für die Jugend geben, einen Jugendkoordinator, der den Jugendlichen zur Hilfe steht und ihnen auch nicht nur beim Fliegen hilft, sondern auch beim Reparieren und so weiter, aber auch beim Bauen. Abschließend noch, worauf bist du stolz? Auf die Platzierung von deinen Jugendlichen, wenn du auf dem Wettbewerb bist, oder auf deinen? Das ist eine Fangfrage. Das macht gar nichts. Ja? Meine Platzierung ist heute eine Katastrophe, das macht aber nichts. Ich freue mich wie ein kleiner Bauer, das sage ich ganz offen, wenn die Jugend die Großen und Erwachsenen hinter sich lassen. Ja, das dann gehe ich mit erhobener Brust vom Platz und also das ist der echte Erfolg für mich. Bester Deppert!
Exceptionell. Danke. Eine Urkunde, einen Pokal für dich. Schickt sich zusammen. Dicke weg. Wie lange fliegst du schon? 2 Jahre. Wie heißt du? Felix. Felix. Wie lange fliegst du schon? 4 Jahre. Echt? So lang schon? Ja. Okay. Name? Simon. Simon. Und? 4 Jahre. 4 Jahre auch. Und du hast mit 7 angefangen. Sicher vom Papa, oder? Ah, klar. Sieger der Landesmeisterschaft ist der Ralf Petermann. Wie ist gelaufen? Du musst nur die Einstellungen richtig machen. Der Wettbewerb. Sehr selektiv. Wir haben verschiedene Modelle probiert. Echt? Vom Team Kaiserres, ja. Was habt ihr mitgehabt? Wir machen das erst seit der 4. Wettbewerb. Okay. Burrito und Modern Simple vom Harry Helm. Okay. Platzierung sind wir jetzt gespannt, wie es ausgegangen ist. Das war was für unseren Hinteres Drittel, ja. Okay. Wie schaut es bei euch mal aus mit Racewetbewerben? Weil Ihres macht sie ja einiges in Tirol und Vorarlberg, aber Ja, Race ist nichts, oder? Der Sevignani Josef, was da war. Wir sind schon irgendwie im Kontakt und Gespräch haben mit der nicht so gut, dass wir in Bälde vielleicht nächstes Jahr bewerben. Fahrt ihr auch irgendwie nach Deutschland oder nach Südtirol oder irgendwas für Gewerbe? Nein, heuer werden wir beide Jungen machen. Ah ja. Bonn und Dachau, ja. Ja, cool. Und fliegt sie Admont mit? Ja, natürlich. F3L? Ja. Kommst du wieder? Natürlich. Cool. Was willst du noch sagen? Liken und abonnieren niemals vergessen.